Heute bei Leg News hat der südafrikanische Zoll 3 aus Madagaskar kommende Reisende am internationalen Flughafen Johannesburg festgenommen, die zusammen versuchten, 74 Kilo Gold in ihrem Gepäck ins Land zu schmuggeln. Aufgefallen waren die 3 dem Zoll, weil diese ihre Koffer mit aller Kraft hinter sich herziehen mussten. Und dabei nutzte sich auch der untere Teil ihrer Koffer so stark ab, dass dort das Gold durchschimmerte und wegen dem über den Boden ziehen nun Funken hinter ihnen schlug. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Leg News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus der leider mittlerweile abgesetzten Serie Der Lehrer, wo ich mehrere Folgen überspannenden Handlungsbogen hatte. Komischerweise hat dies der Quote nicht mehr geholfen, sondern die Zuschauerzahlen sogar noch tiefer ins Negative gebracht. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, den hausinternen RBB24 auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von einzigartigen Leg News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Rügen, wo gerade die Ostsee den Gezeiten trotzt und sich einfach weigert, bei Ebbe abzuhauen. Was cool ist, nur leider bedeutet dies wiederum, dass der Mond A explodiert ist, weil eine Rakete von Elon Musk SpaceX ihn getroffen hat. Oder B explodiert es vor Lachen, weil die Rakete von Elon Musk SpaceX kläglich an ihm vorbeigerauscht ist in Richtung Sonne. Außerdem gibt es nachher die einzig wahre Videospielkritik zum neuen Humankind, einem sogenannten 4X-Videospiel von Sega, dessen größte Stärke es ist, ein 4X-Videospiel von Sega zu sein und nicht von Charles Darwins Cousin, dem Heiko, programmiert worden zu sein. Ansonsten hätten wir alle Brüste auf dem Rücken. Viele fragen sich sicherlich, was zum Teufel ist jetzt ein 4X-Videospiel und muss sich jetzt beim Spielen ständig nach 1X auflösen. 4X-Spiele bedeuten, zusammengefasst, als Gamer sowohl auf den Download diverser XXX-Filmchen zu warten und sich zum x-ten Mal darüber aufzuregen, von einem Typen mit Schrotflinte aus 16 Kilometer Entfernung per Headshot gekillt worden zu sein. Egal ob bei Call of Duty oder Counter-Strike oder Fortnite oder Mario Kart. Aber 4X kann auch bedeuten, dass sich Humankind auf die 4X-Reiter der Apokalypse bezieht, die ja bekanntlich der Tod, der Hunger, die Pest und Heiko sind. Verfickter Heiko schon wieder. Weniger wahrscheinlich ist es aber, dass 4X nur die Abkürzung von Explore, Expand, Exploit, Exterminate ist, als sei man ein verkappter Dalek. Na, mal schauen, ob es an seinen geistigen Vorgänger Civilization rankommt, wo man genau das alles auch schon machen konnte, aber eben nicht in 4K. Und allein das ist schon ein Kaufgrund. Aber kommen wir zuvor einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Regelmäßigen Zuschauern ist es bestimmt schon aufgefallen, aber ich bin ein riesiger Batman-Fan. Umso härter traf mich die Entscheidung, zuerst Ben Affleck an dieser DC-Ikone herumdoktern zu lassen, als versuche er sich als Matt Murdock in die Rolle des dunklen Ritters hineinzuversetzen. Und auch die Entscheidung, Robert Pattinson diese Rolle des besten Detektivs der Welt anzuvertrauen, erzeugte auf meinem Werwolfsrücken nur einen kalten Schauer. Aber wenn Batman sowohl Val Kilmer als auch George Clooney und einen Joel Schumacher überlebt hat, dann wohl auch locker diese Schauspieler. Wo ist nur Adam West, wenn man ihn mal braucht? Vielleicht ermittelt er vom Himmel aus in Berlin-Tiergarten, wo ein 25-Jähriger erwischt wurde, wie er bereits zum zweiten Mal in den Zoologischen Garten einbrach und versuchte, Pinguine zu stehlen. Heilige Eisscholle. Nicht klar war, warum. Sollten die Pinguine bei ihm zu Hause als Butler dienen oder plante er gar, sich als der Pinguin zu outen? Derweil in Mailand. Hier in Berlin haben wir schon die unterschiedlichsten Trikotsponsoren bei unserem einzigen Bundesligisten Union und bei der Hertha gesehen. Und gerade die Hertha
hat sich scheinbar jedem noch so peinlichen Unternehmen an die Schulter geschmissen, weswegen lange Zeit die Deutsche Bahn der Trikotsponsor war. Diese wurde dann von der 1-Euro-Ladenmarke Teddy ersetzt, was ungefähr auch der Marktwert vieler damaliger Hertha-Spieler widerspiegelte. Während Union klassisch ist mit Aroundtown, einem Immobilienunternehmen, das bekannt dafür ist, gerne im Kiez Häuser aufzukaufen, um dann die langjährigen Mieter rauszuwerfen, sowie alle Ideale von Union auch über Bord geschmissen wurden bei der Vertragsunterzeichnung. Allerdings könnte Inter Mailand zur kommenden Saison noch einen draufsetzen, da dort das Pornoportal Stripchat als Trikotsponsor einsteigen will. Und so können wir uns schon heute auf Wortspiele freuen wie Inter wurde nass gemacht oder Inter kommt von hinten ran oder Inter, warum zum Teufel liegt da Heu in der Torwart-Ecke? Noch zum Abschluss die Lately News Videospielkritik der Woche mit dem neuen Humankind für alle aktuellen Konsolen wie dem Philips Videopack G7000. Es hat sich gezeigt, dass das Fading Humankind nur vollgestopft ist mit Fake Humans. Ich bin ja bekannt dafür, ein wahrer Taktikfuchs zu sein. Nicht umsonst nennt man mich seit den Command & Conquer Spielen auch den Wüstenrommel der 4X-Taktik-Spiele, benannt nach dem schlauen Wüstenfuchs Rommelbommel aus dem 4. Teil der Serie, der selbstverständlich auch von Tim Curry in den Live-Action-Sequenzen gespielt wurde. Warum der nie einen Oscar dafür bekam, ist eine dieser Ungerechtigkeiten dieser Welt. Nach dem Welthunger, aber noch vor den Kriegen. Und so stellt sich mir am Ende nach über 500 Stunden, die ich alleine im Zoom-Modus vom neuen Humankind verbracht habe, nur die Frage, warum muss ich eigentlich immer mit Menschen spielen? Könnte man es nicht so drehen, dass die Reptilienmenschen 1745 gewonnen haben und nicht die Menschen und deshalb diese auf der Oberfläche leben können und wir Menschen müssen in unterirdischen Höhlen wohnen? Das wäre mal eine Idee für ein Add-on. Trotzdem sei nicht gewarnt, Humankind, 8 von 10 dunkelgrünen Lately Fake Bugs an dich und stell dich darauf ein, dass Tim Curry und ich in einem gemeinsamen Twitch-Stream alles geben werden. Vielleicht auch in dem Spiel. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag in 10 Tagen. Denn nächste Woche haben die Nachrichten von mir frei. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.